Im heutigen Video zeige ich dir, wie du eine Pflanze umtopfen kannst, damit sie nachher wieder genug Platz hat zum Wachsen. Gerade mehrjährige Pflanzen, die wachsen mit der Zeit und auch die Wurzeln brauchen immer mehr Platz. Darum muss man sie von Zeit zu Zeit umtopfen. Und im heutigen Video zeige ich dir das am Beispiel von dem Rosmarin. Den Rosmarin den habe ich überwintert und der Hauptgrund, wieso die Pflanzen im Winter kaputt gehen, ist nicht etwa, dass sie verfrieren, sondern einfach, dass du vergisst, sie zu gießen. Auch diese Pflanzen brauchen über den Winter ein bisschen Wasser. Der hat es jetzt überlebt und dem möchte ich eigentlich gerne ein neues Zuhause geben in diesem Topf. Wenn du Töpfe draussen nimmst, ist es wichtig, dass du Winterhärte-Töpfe verwenden tust. Das sind Töpfe, die mit höheren Temperaturen gebrannt worden sind, dass sie nicht im Winter dann springen tun. Jetzt als erster Schritt tun wir mal den Rosmarin anfangen austopfen. Das sieht jetzt ein bisschen rudimentär aus, aber das verliert die Pflanze eigentlich ganz einfach. Und zwar tun wir hier einfach mal grossflächig den Wurzelballen abstechen, dass wir dann die Pflanze rausnehmen können. Das gibt immer ein bisschen Sauerei. So, dann tun wir hier mal den gröbsten Wurzelballen, die alte Erde einfach abknübeln, dass man eigentlich dann nur noch mehr oder weniger, dass er dann auch in den neuen Topf hineinpasst. Dann hätten wir hier einen Rosmarin. Bevor wir den Topf füllen, müssen wir zuerst das Vlies zuschneiden. Das gibt nachher eine Trennschicht zwischen dem Blähton und der Erde. Dann können wir gerade den Topf nehmen als Schablone. Wir nehmen hier einfach das Vlies, tun den verkehrt drauf, nehmen den Filzstift, den wir nicht haben. Dann können wir den Topf gerade als Schablone nehmen und tun den einfach schnell rundum anzeichnen und haben dann so eigentlich eine perfekte Schablone. Und wir schneiden dann das Vlies etwa 2 cm kleiner zu, als wir angezeichnet haben, weil der Topf ja leicht konisch ist. Das muss auch gar nicht schön sein. Es geht wirklich nur darum, dass wir hier eine Trennschicht haben zwischen dem Blähton und der Erde und so nicht zu einer Vermischung kommt. Dann nehmen wir hier unseren Topf. Dann ist es wichtig, dass wir unten so eine Tonscherbe rein tun, damit uns die Blähtonkügel nicht durchs Loch durchgehen. Dann nehmen wir hier den Blähton und tun mal so 5-6 cm unten auffüllen. Darauf legen wir dann das Vliesstück und nachher können wir eigentlich mal schnell schauen, wie das mit dem Wurzelballen aussieht. Der ist jetzt sicher noch ein bisschen zu tief, also können wir mal zuerst ein bisschen Erde einfüllen. Bei der Erde ist es wichtig, dass wir auch Erde nehmen, die für das geeignet ist. In diesem Fall nehme ich jetzt eine Kräutererde. Dann beim Einfüllen von der Erde ist auch wichtig, dass man all die Klumpen, die je nachdem im Sack sind, gerade ein bisschen den Händen zerdrücken tut. Wir füllen hier einfach mal ein bisschen ein. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon wieder ein bisschen genug drin und machen dann eigentlich in der Mitte ein Loch, wo wir dann den Rosmarin einpflanzen können. Das Ziel wäre jetzt eigentlich, dass der Rosmarin wieder auf der gleichen Höhe eingepflanzt wird, wie er vorher gewachsen ist und dass wir da beim Topf etwa 1 bis 2 cm unter dem Topfrand sind, damit wir ihn nachher auch noch gut gießen können. Dann stellen wir eigentlich die Pflanze hier in die Mitte, schauen, dass alle Wurzeln drin sind und tun dann nachher anfangen rundum in der Erde auffüllen. Dann ist es eigentlich so, dass die Erde meistens dann noch ein bisschen zusammensacken tut. Das heisst, man kann ruhig auch ein bisschen mehr rein tun. In ein paar Wochen wird dann die Erde ein bisschen abgesunken sein. Dann brauchen wir noch einen passenden Unterteller dazu, damit uns das Wasser, das da durchsickert, nicht einfach weggeht. Dann können wir noch den Topf putzen und dann können wir ihm eigentlich Wasser geben und ihn angießen. Hat dir das Video gefallen und du möchtest noch mehr zum Thema Garten erfahren, dann tu doch unbedingt den Kanal abonnieren.